hallo liebe Freunde unseres Kanals aus der Altstadt von Funchal. Ja, Covid macht auch hier keinen Halt. Also man kann sagen, 2/3 aller Restaurants sind generell geschlossen während Covid, weil halt keine Touristen da sind. Es ist ziemlich schlimm. Ja, wenn man sich hier umguckt, alle Tische sind leer und ja, es geht einfach nichts ab. Eine ökonomische Katastrophe, ne? Und das schon seit Monaten hier auf Madeira. Ja, was kann man da tun? Eigentlich nichts, ne? Man kann einfach nur zusehen, dass man trotz Covid diese wunderschöne Insel besucht und dann einfach auch etwas Geld hier lässt, dort wo es gebraucht wird. Tja. Wir werden jetzt nach unserem Lunch werden wir noch ein bisschen durch die Altstadt gehen, unseren freien Tag etwas genießen, um uns dann später noch mit Hippo, unserem alten Freund, hier zu treffen. Wo, wissen wir noch nicht, aber ja, wir halten euch dann auf dem Laufenden, wie es dann diesen Tag noch weitergeht. Ja, soweit so gut. Ich würde sagen, bis später. Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals, wir sind gerade in Funchal und ich wollte euch eigentlich mal die Möglichkeit zeigen, wie man hier unten vom Hafen aus zum Botanischen Garten von Funchal kommt. Die beste Möglichkeit für normale Touristen ist es eigentlich, hier ein Kombi-Ticket zu kaufen und dann kann man mit der Seilbahn hoch zum Botanischen Garten fahren und wieder zurück. Es kostet natürlich eine Kleinigkeit, ich glaube das liegt in der Nähe von 35 € im Moment. Als Kombi-Ticket, aber wenn man hier in Funchal in einem Hotel ist, dann muss man diese Sache mal gemacht haben, auf jeden Fall. Die Reise mit dem Teleferico, mit der Seilbahn ist einmalig und der Botanische Garten erst recht. Also wir sind regelmäßig im Botanischen Garten, um einfach auch nur die Unterschiede zu sehen, wie die Pflanzen wachsen. Ab und zu bedienen wir uns auch an ein paar Samen für unseren Garten, aber das darf natürlich niemand wissen. Ja, wir haben da auch schon ein, zwei Kontakte, die uns damit Stecklingen versorgen könnten, wenn es denn dann soweit ist. Ja, also jeder, der hier auf Madeira ist Pflanzenliebhaber und ja, dann ist auf jeden Fall dieser Botanische Garten ein unbedingtes Muss. Es gibt noch 2, 3 andere botanische Gärten hier auf der Insel, aber ja, die kommen nicht an diesen Botanischen Garten ran. Deswegen wollte ich euch das empfehlen. Wenn ihr eine Reise gebucht habt, macht es. Macht es. Ja, und dort drüben sehen wir dann noch eine super gemachte Skateboardbahn und ja, für die Jugend wird hier einiges getan. Ja, und dann wollen wir jetzt mal gucken, wie wir unseren Tag hier weiter verbringen. So, bis später. So, liebe Leute, wir haben uns gerade spontan umentschieden. Ja, wie kommen wir jetzt raus? Ja, so rum müssen wir raus. Wir werden jetzt nicht mehr noch ein bisschen durch Funchal flanieren, weil ich habe gerade mal so den Vulkan hochgeguckt und habe da gesehen, dass auf dem Pico Rüf und auf dem Pico del Hierro eigentlich tolles Wetter ist. Und aus diesem Grunde machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg und fahren hoch und nehmen euch auf den Weg mit. No. Ja, so. So, ja, Pico del Hierro. Wer einmal da oben war, den hat der Virus gepackt und damit meine ich nicht diesen runden Virus, mit dem wir es jetzt alle zu tun haben, sondern ja, Madeira. Madeira ist ein Virus, ganz klar. Andere Meinung lasse ich da nicht zu. Ja, dann fahren wir mal darauf. Jetzt erstmal hier aus dem Parkhaus raus. Das ist das Parkhaus direkt in der Altstadt, direkt am Kai. Ist so ziemlich die billigste Parkgelegenheit, die man haben kann.
Obrigado. Ja. Einzigste Problem, was ich eigentlich habe, von Funchal aus auf den Pico d'Arriero zu fahren, weil das ist doch etwas verwinkelt. Aber ich glaube, so langsam nach all den Jahren habe ich da eine relativ geringe Verfahrwahrscheinlichkeit. So, wir müssen nämlich diese Straße hier hoch. Ja, das sollte sie sein. Ja, und dann irgendwann gleich rechts hoch Richtung Monte. Ja, wir werden das direkt am Mont finden, hä? Sind ja schließlich keine Touristen mehr. Obwohl, vielleicht sollte ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster legen. Vielleicht verfahren wir uns doch, und wenn, ihr seid dann dabei, ihr seid dann mit schuld. Ja, so geht mir das auch immer, weil ich daneben sitze. Psst. Nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Die Welt hört mit. Ja, schönes Wetter. Da hinten sieht man auch so ein klein bisschen. Das schönes Wetter ist da oben, deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Und ich glaube, das ist keine schlechte Entscheidung, weil wir haben die letzten Tage so schlechtes Wetter gehabt, also relativ schlechtes Wetter mit Regen und so. Da müssen wir die Chance wahren. Das bekommt nie jemand mit. Was lachst du? Ja, ich bekomm's mit. Nee, du petzt. Ja. Mal gucken. Achtung, Welle. Welle. Also mit dem Camaro hätten wir jetzt Probleme gehabt. Jetzt eine kleine neue Ölpfanne gebraucht oder so. Ölwanne. Was lachst du? Nichts. Hä? Ist aber nicht so frech. Ich sag gar nichts. Ich schweige. Ich schweige und genieße. Und du meinst, der Weg stimmt so? Ja. Gut. Ja, genau. Ja, das ist diese Kurve. Genau, passt. Von oben kenne ich den Weg besser, weil den sind wir öfter gefahren. Aber das stimmt, das stimmt. Ja, und wenn man von oben kommt, kann man sich nicht mehr verfahren. Eigentlich. Eigentlich kann man sich von oben nicht verfahren, weil die Straßenführung ist dann recht eindeutig. Aber hier von unten, ja, ist es anders. Wir sollten wieder einfach Musik einblenden. Och, mir fällt schon was ein, was man da erzählen kann. Anstatt das geplant. Da muss man gucken, ne? Und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, wo ihr auch mal Vorschläge machen könnt, wie man womöglicherweise die Videos besser gestalten kann oder so. Ja, Anmerkungen. Du meinst den Ton? Zum Beispiel. Oder auch Bildführung, breiteres Bild oder weniger von diesen Autofahrten oder ja, generelles Feedback ist sehr, sehr, sehr
denke mir das auch, dass Autofahrten für die Leute praktisch sind. Nein, für uns praktisch. Für uns. Wir müssen ja nur das Handy da einklemmen und dann Ach so, ja. fahren. Ja, das ist so. Das ist so. Ja. Du meinst, du tust das gar nicht für uns, sondern für die anderen. Also diese Autofahrvideos sind schon für die anderen. Ne, also für unsere Community, die uns da unterstützt. Aber die ganzen Videos vom Haus und ja, das soll Dokumentation sein, ne, für uns. Gut, einverstanden. Weil die Ortschaften und so weiter, die kennen wir ja doch schon recht gut alle, ne? Rund um die Insel. Ja, aber ich fahre da gerne rum und schaue einfach. Ja, was hat sich verändert? Ja. Und die Insel sieht ja bei jedem Wetter ganz anders aus. Das ist total so. Heute ist Bildbuchwetter. Ja. Aber da oben habe ich schon dicke Quellwolken gesehen, die so langsam wieder kommen. Es kann sein, dass wir gerade, wenn wir oben sind, dass wir dann wieder Scheißwetter haben. Aber ja, so ist das. So ist das auf der Insel. Wir haben halt keine Chancen und die nutzen wir. Auf zum Monte. Ja, Monte ist das wohlhabende Viertel von Funchal, liegt weit oben am Berg, relative Höhe, ja, ich würde sagen so 600 Meter, ab 600 Meter geht das los, aber hier sind die ganzen wohlhabenden Leute mit ihren Villen und so. Weit ab vom Stadtlärm, mittendrin in der Hitze im Sommer. Also im Sommer hätte ich hier, glaube ich, keinen Spaß. Da habe ich es dann lieber 5 Grad kälter im Sommer, aber dafür 100% grüner. Ja, das ist übrigens keine Einbahnstraße, in der wir fahren. Ne? Da fährt man hier um die Kurve und steht vor einem Betontransporter. Und dann ist auch sofort klar, wer verloren hat. Da muss man halt den Rückwärtsgang einlegen und mal einen halben Kilometer rückwärts fahren. Wenig Zeit, weil er muss sich da noch ein paar Sachen kümmern, unter anderem auch Versicherung für sein Auto. Ja, trifft sich gut, dann kann er gleich übermorgen nochmal mit uns diese Sache erledigen. Ja, ich glaube, den Fiesta werden wir kaufen.
Ja, dieser Ausblick ist jetzt natürlich für uns und unsere Community nicht das Feinste, aber ich habe keine Chance zu überholen. Von daher warten wir doch ein bisschen. Jetzt? Los! Da ist diese Kirche, Ja, da, wo wir noch nie waren, ja. wenn man das sagen darf. Öffentlich darf man das, glaube ich, nicht sagen, aber YouTube ist ja Ja. nicht öffentlich. Ne, YouTube ist ja nicht öffentlich. Ansonsten finden sich dort viele Touristen und sie hat einen tollen Treppenaufgang. Ja, Da wir sowieso nie die Touristenorte abgeklappt haben, Ja. haben wir das noch, waren wir noch nie dort. aber jetzt, wo wir den YouTube-Channel vorbereiten und instanzieren werden, machen wir von dort garantiert auch nochmal ein Video. Naja, wir haben natürlich auch andere interessante Sachen. Ja. Die sieht Aber man halt nicht. taktisch klug wäre es natürlich, während unseres jetzigen Aufenthaltes diese Sache zu machen. Oder während des nächsten Aufenthaltes, weil es sind halt wenig Touristen da. Ja. Normal kann man durch die Straße, die wir jetzt gerade fahren, nur in Schrittgeschwindigkeit, weil hier nur Autos stehen und Busse und ja. Touristensammelplatz halt. Allerdings haben wir jetzt auch unser Projekt mit dem Haus, das natürlich oberste Priorität hat. Ja, das ist so. Ich hätte gerne 50 PS mehr. Nein, vielleicht solltest du in der Mitte der Kurve schon runterschalten und dann aufs Gas stehen und nicht erst nach der Kurve. Pass mal auf, für solche Ratschläge, ne? Ich kann, Da sind Leute schon ich zu kann Fuß dir sonst gegangen. gerne zeigen, wie das geht. Okay. Ja. Ja, das war ein Wink mit dem Zaun. Das war unsere transparente Kommunikation. Ja, ist so. Ja, aber es ist immer noch, die Wolken zerreißen da oben gut. Aha, Themawechsel. Das sind immer die abgebrannten Bäume. Ja. Die abgebrannten Eukalyptuswälder. Aber das Grün kommt schon wieder von unten. Da kommt schon wieder der frische Eukalyptus für den nächsten Brand. Jo. Und was wir jetzt noch nicht zeigen können, ist der Duft der Eukalyptusbäume. Ja. Aber das muss man auch mal erlebt haben, wenn Ja. man durch die Wälder fährt. Besonders an der Nordseite. Wo die Wälder schön feucht sind. Eukalyptus pur. Ja, die Eukalyptuswälder fangen an, das heißt, wir sind jetzt so auf ca. 900 Meter angekommen über dem Meeresspiegel. Und hier ändert sich die Vegetation schlagartig. Ja. Also tropische Früchte sucht man hier vergebens. Und dafür gibt es hier diesen, wie sagt man, europäischen Mischurwald. Der hat natürlich in den letzten Jahren gut gelitten mit den ganzen Waldbränden. Ja, und der Eukalyptus gehört ja eigentlich eben nicht in diesen Urwald. Der wurde ja eingeschleppt und vermehrt sich jetzt und verdrängt den Urwald von der letzten Eiszeit her. Ja. Früher gab es ja halt ziemlich viel von diesem Stinklorbeer. Und der hat eigentlich früher das Bild von Madeira geprägt. Ja, hier sieht man es, die ganzen Eukalyptus.
Aber sie schlagen wieder aus teilweise. Den zweiten Gang durch. Ja. Naja, kommt wieder. Und das Gefährliche sind eigentlich nicht so sehr die Bäume, sondern die abgestorbene Rinde. Weil die Bäume wachsen so schnell und werfen ihre Rinde ab. Und diese Rinde ist halt mit ätherischen Ölen getränkt. Und wenn da einmal etwas Feuer fängt, dann war's das. Dann brennt's lichterloh. Und das dann gelöscht zu bekommen, ja, das ist ein Problem. Weil hier oben gibt es halt auch wenig Wasser und ja, teilweise sind die einzelnen Waldflächen total schlecht erschlossen. Man kriegt es kaum unter Kontrolle. Wenn wir uns dann mit Hippo irgendwann treffen wollen, dann können wir über Santo da Serra wieder runter. Das wäre eigentlich noch gut. Dann könnten wir euch ein Haus noch zeigen, für das wir uns auch mal interessiert hatten. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Motordrehzahl lässt sich das bestimmt ablesen, dass wir ständig bergauf fahren. Ja, und jetzt kommen wir auch schon gleich über die Baumgrenze. Der vierte Gang, den ich hier drin hatte, das war alles der zweite. Ne? Ja. Sonnenschutz haben wir keinen mit, ne? Oder hast du den also den brauchen wir jetzt nicht mehr um 4 Uhr. Um 4 Uhr, okay, ja, das stimmt. Aber werden trotzdem bei unserem Aufenthalt da Farbe schnappen. Also wenn ihr auf den Pico del Hierro hochfahrt, nehmt euch Sonnenschutz mit. Selbst wenn ihr unten totales Scheißwetter habt und fahrt dann hoch, das ist Sonne auf der Höhe von Marokko. Ganz oben hat es wie eine Wolke. Gucken wir. Könnte gut sein, dass uns gleich die Wolken haben.
auch, dass unser Projekt hier endlich mal Hand und Fuß bekommt. Ach ja. Das ist hilfreich. Und jetzt sind wir quasi so an der, wie soll man sagen, an der Wetterschneise der Insel. Dort, wo sich die Südseite und die Nordseite trennen. Jetzt geht es hier wirklich in den Urwald über. Sehr alte Bäume. Feuchtigkeit. Ja, das gehört alles noch zu Santo da Serra. Aber ökologisch gehört es auf jeden Fall zu Santo da Serra. Ja, und jetzt sind wir an der großen Kreuzung, an der Wetterschneise. Rechts geht nach Santo da Serra. Ah ne, sind wir noch gar nicht. Ich erzähle wieder Mist. Ja, das ist da geht es nach Poiso. Ja, löschen, bitte löschen. Gar nicht. Skandal. Licht habe ich an, ja. Hier ist es nämlich. Da ist die große Kreuzung. Ja. Hier startet auch immer die Sommerrallye. Und da geht es dann rechts nach Santo da Serra. Geradeaus geht es zur Nordseite Richtung Fayal und Santana, dort wo wir unser Haus haben. Und hier links runter geht es dann zum Pico del Hierro. Und da fahren wir jetzt hin. Hier auf dieser Strecke ist auch eins unserer Lieblingsausflugsziele. Das ist so eine, ja, Wanderweg kann man auch nicht sagen, aber wir laufen da ganz gerne lang. Hoch über der Insel. Werden wir euch bestimmt auch noch mal zeigen, wenn etwas besseres Wetter ist. Unseren kleinen Wanderweg. Und wir schauen da über die ganzen letzten Jahre hinweg, wie sich die Insel nach den Bränden verändert, wie sich dort neue Tiere ansiedeln. Ja, ja. Hier oben ist halt schon eine Art Naturpark, was so Tiere und Pflanzen angeht. Aber eben halt nicht mehr tropisch,
wölben sich dann quasi über die Insel rüber und regnen ab. Sollte man eine Windjacke mitnehmen. Die Sonne hat zwar Kraft. Oh, hier haben sie einen Container abgestellt. Aha. Hier geht der ökologische Park von Funchal geht hier los und dort wandern wir recht gerne durch. Kennt gar kein Tourist. Von daher trifft man dort auch niemanden. Jetzt sind wir schon bestimmt so 1500 Meter, wenn nicht schon 1600. Aber bis zum Pico sind es dann nochmal 250. Wir haben das schon so oft erlebt, wir waren schon so oft hier oben. Naja, hell sind die Wolken, das heißt also, sie sind nicht allzu dicht. Es kann alles passieren. Ja. Die Sonne kommt, die Sonne ist da. Ja, klar ist die Sonne da. Die war ja nie weg. Ja. Die Sonne geht ja nie Da unter. sehe ich blau. Ja, ja. Warte, das wird noch ganz Da toll. sehe ich blau. Ich sehe blau da oben. Fahren Sie vorwärts, bitte. Die ist so geblendet von dem Blau jetzt. So, jetzt sind wir aber über den Wolken. Ich glaube, wir haben Glück, Freunde. Ich glaube, wir haben Glück, Freunde.
zeigen. So, und bei Nicht-Corona-Zeiten stehen hier schon die parkierten Ja. Autos. Ja, zuhauf. Ja, und jetzt ist Jetzt ist leer. ziemlich leer. Ja, passt. Super. Und das da vorne ist nicht der Mond. Ja, das ist eine militärische Radarstation. Ja, boah, steht das Auto schief. Ja, dann nehmen wir euch mal mit, würde ich sagen. Bis gleich. Tja, Freunde, da sind wir. Wir werden jetzt mal zum Pico del Hierro rufen. Wir haben unser Auto geparkt. Und ja, nehmen euch mal mit. Ja, es ist schon recht kühl hier oben. Wie wir schon sagten, eine Windjacke unumgänglich, Sonnenschutz zumindest mittags. Und jetzt wollen wir mal hoffen, dass sich das Ganze etwas auftut hier. Und aus diesem Grund wechsle ich mal die Ansicht. Hä? That doesn't sound too good the way you describe it. So, you know. Hey, they call it. The name is Ah, da hinten sieht man die Hochebene Pol de Serra. Das ist auf der Westseite der Insel. Und hier unten das Tal ist Curral das Freiras, das Tal der Nonnen. That's right. Okay. It's fine. Ja, eine schöne View. I've just said Aber wir sind noch nicht oben. Wir gehen noch ein paar Schritte. no. Yeah, for indigestion, so that doesn't Über den Wolken. taste like indigestion. Beispielhaft. I'm sure I've had enough wine to last me. One shot. Ja, es hat sogar ein klein wenig aufgetan. Und hier oben auf dem Pico del Hierro ist eigentlich das Zentrum von 3 wesentlichen Wanderwegen, die alle irgendwie über den Pico Rüf gehen. Ja, und hier sieht man richtig, wie sich die Wolken von der Nordseite zur Südseite wälzen. in the middle of this thing. You see it. And on that side, you see the mills. The mills for the energy. Ja, da hinten sieht man sogar das Meer. Und die Touristen werfen ihren Dreck hier weg. Ne? Das finde ich echt schlimm. Na, die Frau da hinten kennen wir auch. Old man and puncture.
No, you were looking here and I was looking that way. Ja, Schatz, gehen wir mal hoch, oder? Ja, da. Ui, Noch eine schöne- jetzt hat sich's aufgemacht. Auch eine tolle Aussicht. Ja. Da sieht man noch ein kleines Stück vom Meer, da unten Ja. unter der Wolkendecke. Ja. Das ist der Ribeira Brava. Jo, würde ich sagen. Ja, nehmen wir euch mit. Und gehen mal nach oben. That's good. Wenn man nach Süden schaut, Richtung Funchal. Ja, da ist das Meer. Keine Wolken mehr. Die bleiben alle hängen. Die bleiben alle hängen. Und deshalb ist es in Funchal so schönes Wetter. Aber dafür noch ein letzter Blick auf den Paul de Serra da ganz hinten im Hintergrund mit den Windkraftgeneratoren. Und wir verabschieden uns. Wir werden jetzt gleich wieder runterfahren und dann mal schauen, ob wir unseren Freund